welcome to our last public seminar on discourses of disability, disability in German language, culture, literature, and culture. And as I mentioned last time, if you were here, we are now full circle, and we started with a speaker on disability theory and lived experience. Then we had a theoretician, a colleague of ours here at the University of Waterloo, speak on typical disability myths and stereotypes and tropes. And then we went into many literary texts, canonical German literary texts, Thomas Mann, Kleist, and so on. And we found them. We found these tropes and stereotypes in every text, and at some point it was disheartening how much they're popping up. The one that struck me personally the most was the analogy to a movie where a revolver is being shown, a gun is being shown in the opening frames, and then the mandate is that the gun be fired. And our experience with many of the texts was that if a person with a disablement appeared in the text, that person would usually have to die in some form at the end of the text to provide closure. And that was a trope that really that I found particularly disheartening, is that was the case. And um, I think we'll talk about that a little bit later on as well. Then then we had a literary scholar who led us through Gertrud Kolmar Susanna, and now we are in our last one, and we now have a writer, Mercedes Spannagel, whom I'd like to welcome to our round. I mean, if COVID has brought about something positive, then I would think that it is such an opportunity to bring somebody. I believe you're in Berlin now, Frau Spannagel, aren't you? No, actually, I'm in Vienna. You're in Vienna. Yeah. So we can bring somebody from across the Atlantic real time to us without incurring any emissions and so on. And I think it really adds uh, to what we can do here. So this is absolutely lovely. I'd also like to thank the Waterloo Center for German Studies. It's a research institute at the University of Waterloo that has sponsored this series, so that we don't have to ask our participants to give their expertise for nothing, but we can give them a very modest honorarium for it. And I'm very grateful for this because I don't know if you know, but at Canadian universities, the last few years have not been kind to our budgets, shall we say. Good. I would also like to acknowledge that we are on the traditional territory of the Anishinaabe and Haudenosaunee people. I'm sorry, I still have trouble pronouncing that. This land was granted to support the Six Nations in perpetuity, but as you may know, this did not happen. So our work here is the reconciliation with indigenous peoples that includes decolonizing our historical narratives, our minds, and our hearts. This is, of course, an ongoing process, and we have to keep on working on it. So we do this in humility and gratitude to our indigenous neighbors, past and present. Okay, let's jump right into it. We have about an hour and 15 minutes. So I would like to invite our two seminar participants to introduce Frau Spannagel, and then we'll go over to the reading. Mercedes, vielen Dank, dass Sie heute an unser Seminar gekommen sind. Ich werde mit einer kurzen Biografie anfangen, dann können wir weitergehen. Also, Mercedes Spannagel wurde 1995 in Wien, Österreich geboren. Sie ist in Heidelberg und Salzburg aufgewachsen und studierte später Maschinenbau in Wien. Sie war Mitglied der Literaturwerkstatt Graz und der Schreibenderschule e.V. Berlin. 2015 erhielt sie ein Stipendium des Literaturlabors Wolfenbüttel.
Zudem hat sie in den letzten 8 Jahren zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Die letzte der AK Literaturpreis der Arbeiterkammer Oberösterreich Ende letzten Jahres. Genau, und die Kurzgeschichte, wie es klingt, wenn es quietscht, über die wir uns heute auch unterhalten, wurde ebenfalls ausgezeichnet, und zwar 2017 mit dem Raurieser Förderungspreis. Und Mercedes hat außerdem bereits zahlreiche Texte in Anthologien und Literaturzeitschriften veröffentlicht. Im September 2020 erschien ihr erster Roman, Das Palais muss brennen, bei Kiepenheuer und Ritsch, und wurde dann auch im selben Jahr für den österreichischen Buchpreis in der Kategorie Debüt nominiert. Und in dem Roman geht es um die rebellische Tochter einer rechtskonservativen Bundespräsidentin, die mit ihren Freunden die Regierung stürzen will. Also klingt auf jeden Fall sehr spannend. Ich habe es leider noch nicht gelesen. Und vor kurzem hat Mercedes ihren Master abgeschlossen und ist nach Berlin gezogen, soweit ich gehört habe. Falls es irgendwas gibt, was es zu korrigieren oder zu ergänzen gibt, darfst du das gerne tun, Mercedes. Also mir fehlt ich muss die Masterarbeit gerade noch fertig schreiben. Deshalb bin ich gerade in Berlin, um noch ein paar Experimente zu machen, aber ansonsten stimmt, glaube ich, alles. War ich schon in der Zukunft ein bisschen. Ja, Okay, ich also wir hoffe, freuen uns auf jeden Fall, gerade. von dir was vorgelesen zu bekommen und uns mit dir zu unterhalten. Genau. Ja, dann denke ich, dass ich beginne zu lesen. Ich lese, wie es klingt, wenn es quietscht. Wir sehen so kosmisch aus, sagen die Jungs. Weiße Hose, weiße Jacke. Silberne Westen bedecken ihre Rümpfe. Wir sind glänzende Weltraumritter. Sie lachen. Ein Kabel verläuft unter dem Ärmel an ihre Haut gepresst. Das Kabelende, das neben der Hand baumelt, wird mit dem Florett verbunden. Das Kabelende, das am Rücken unter der Jacke hervorschaut, wird an die Kabelrolle gesteckt. Die Kabelrolle ist an eine Steckdose angeschlossen. Hinter der Steckdose verlaufen Leitungen in der Wand. Noch mehr Kabel, noch mehr Drähte. Die Jungs stellen sich auf. Sie ziehen die Masken über ihr Gesicht, ein schwarzes, feines Metallgitter. Aber am kosmischsten sieht Reh aus, das wissen alle. Reh steht vor den Bänken und schließt den Reißverschluss ihrer Weste. Sie belastet ihr rechtes Bein. Ihr linkes Bein besteht nicht mehr aus Knochen, Fleisch und Haut, sondern aus Silikon und anthrazitfarbenem Carbon. Carmen fragt, fechten wir? Sie sitzt auf der Bank und wartet. Über ihr an der Wand tickt eine Uhr. Ihre Fersen klopfen an die Bank. Reh sieht auf Carmens nackte Beine, sie trägt keine Strümpfe. Die bronzefarbene Haut sieht glatt aus, zweifach. Die Klingen der Jungs klirren. Die elektronischen Apparate summen. Die Lichter blinken bei Treffern auf, grün oder rot. Reh sagt, später können wir, jetzt habe ich Lektion. Reh weicht Carmens Blick aus, ihre Augen sind dunkel und tief. Reh hört Carmen sagen, ich hatte schon lange keine mehr. Der Trainer, der gerade noch in seinem Werkraum geklimpert hat, kommt in die Halle. Er pfeift zwischen den Zähnen hindurch. Schwarze Trainingshose. Die Ärmel des roten Sweaters leicht hochgekrempelt. Sein Haar, sein 3-Tage-Bart sind staubig. Er zieht den Sweater aus. Auf seinem T-Shirt steht All-Star. Er zieht sich eine schwarze, dick gepolsterte Weste über, stellt sich dicht vor Reh auf, sieht ihr ins Gesicht und sagt kein einziges Wort. Reh dreht schließlich den Kopf beiseite und beginnt zu lachen. Komm, sagt er, wir nehmen uns die äußerste Fechtbahn. Man geht an den Sportplätzen einer Schule vorbei. Der rote Tartan federt leicht. Der Schulwart mäht den Fußballrasen. Es knattert der Motor, es rascheln trockene Blätter dünner Bäume, es schreien Kinder im Park, der an die Sportplätze anschließt. Es fließt der Fluss in der Nähe. Über einem Abgang hängt an der Wand ein Schild. Leistungszentrum. Die Fechthalle liegt im Keller. Man geht einen langen, schmalen Flur entlang. Er ist neonbeleuchtet.
Die Wände sind löchrig, dann biegt man zu den Umkleiden ein. Mädchen, Jungen getrennt. Die leichte Metalltür schließt Reh hinter sich. Carmen ist schon da. Sie steht im String zwischen ihren Sachen, gebückt und zählt die blauen Flecken an ihren Beinen. Hi, sagt sie, schaut auf und lächelt. Sie pustet eine Strähne ihres dicken, dunklen Haares beiseite. Hey, sagt Reh und stellt ihre Sporttasche auf die Bank. Carmen kramt eine Sporthose aus ihren Sachen hervor. Ich bin echt froh, dass du wieder da bist, sagt sie. Reh setzt sich hin. Die Bank wackelt, sie steht uneben. Warum hast du mich so lange mit den Jungs allein gelassen? Carmen lacht. Reh krempelt die Jogginghose hinauf, tastet nach dem Stumpf. Sie lehnt sich zurück, Hinterkopf an die Wand. Sie schließt die Augen. Was ist? Fragt Carmen. Es fühlt sich an, als wäre ein Schwarm Wespen auf meiner Haut gelandet und würde mich mit wütenden Klagen. Oder sie sind innen und sie stechen zu. Reh verzieht das Gesicht. Als das unangenehme Gefühl nachlässt, sagt sie zu Carmen, dass es manchmal weh tue. Aber trotzdem nervt es mich, wenn mich Leute fragen, wie es meinem Bein geht. Ich habe keinen. Muss ich immer darüber reden. Schaut mit mitleidigen Augen. Reh wendet den Blick unendlich müde auf einmal. Mittagslicht fällt auf den Hallenboden, auf dem Carmen, Reh und die Jungs sitzen. Der Boden ist die silber und kühl. Die Wirbelsäule aufgerichtet, der Hals lang, die Fußsohlen berühren sich, die Knie werden so nah an den Boden gedrückt, wie es nur geht. Einer wickelt Klebeband um seinen kaputten Turnschuh. Einer sitzt vor dem Spiegel, der neben den Platten an der Wand hängt. An der Wand gegenüber hängen Stoßpolster mit Bildern. Quadparade, Sixparade, enge Mensur. Carmen legt ihre Wange an ihr Knie und flüstert zu Reh: Hoffentlich bekomme ich jetzt endlich auch mal eine Lektion. Es ist ja nicht mehr so lange bis zu den Staatswahlen. Auf, ruft der Trainer. Auf seiner Haut über der einen Pulsader ruht ein dunkler Salamander. Der Trainer bespielt die Kabel. Ein paar von den Jungs kommen den langen, schmalen Gang entlang. Na, wie geht's? Fragen sie Reh, die auf einer Stufe neben den Spinden sitzt. Die Stufen führen von den Spinden noch ein Stück weiter den Gang entlang bis zu dem Werkraum. Aus dem Werkraum kommt Musik. Eye of the Tiger. Die Jungs sperren ihre Spinde auf. Reh sagt, gut und euch? Den Jungs geht es auch gut. Reh sitzt da lässig, ein Florett zwischen den Beinen. Gelbes Klebeband klebt sie um die Spitze. Durch die Löcher ihrer dunkelgrauen Jeans sieht man rechts Haut und links Prothese. Die Musik bricht ab. Reh hört Schritte und dann spürt sie einen leichten Druck in ihrem Rücken, Druck eines Knies. Du sitzt im Weg. Sie stellt die Waffe beiseite. Der Trainer steigt neben ihr die kleine Treppe hinunter. Hast du Schmerzen? Sieht sie an mit ernsten Augen. Kaum, sagt Reh. Sie bindet sich die kupferroten Haare zusammen. Gut, sagt er und nickt. Wenn es nicht geht, sagt er, vielleicht wäre dann Rollstuhlfechten auch eine Option. Er steckt die Hände in die Taschen seiner Trainingshose. Er gräbt seine Fäuste tief in den Stoff. Das geht natürlich nicht hier, aber es ginge und olympisch ist es ja auch. Ich werde sehen, sagt Reh, im Moment geht es gut. Super, sagt der Trainer, weiter so. Er dreht sich um, geht an den Spinden vorbei. Er pfeift durch die Zähne und wirft seine staubige Haarsträhne zurück. Dann biegt er in die Halle ein, stößt fast mit Carmen zusammen. Carmen entschuldigt sich lachend und als sie zu ihrem Kästchen geht, lächelt sie immer noch. Setzt sich einer der Jungs zu Reh auf die Stufe, umschlingt mit den Armen die Knie und sieht sie schief an und sagt, weißt du noch, letzte Starts, als du noch deine 2 langen, echten Beine hattest?
Du hast gegen Carmen in der Direktausscheidung gewonnen und ihr hat dann plötzlich der Arm so wehgetan, als hätte sie wegen den Schmerzen verloren. Sie hat dir die Schuld gegeben und ist das restliche Turnier sauer auf dich gewesen. Sie kann manchmal eine schlechte Verliererin sein, sagt Reh. Mal sehen, ob ich immer noch besser bin. Reh klopft sich auf die Prothese. Hast du eigentlich etwas mitbekommen, während er nickt zur Prothese hin? Reh schüttelt den Kopf. Aus rein chirurgischem Interesse sagt er, wahrscheinlich haben sie ein sehr scharfes Skalpell genommen und unter die Haut und Reh packt ihn am Arm. Halt den Mund. Sie sagt nicht, dass sie es immer noch unter der Haut spürt, die Kälte des Messers, sie hat sich eingenistet. Kinder der 90er, hierher, schreit der Trainer in die Halle. Die Jungs hören auf, einem Ball nachzujagen. Carmen und Reh folgen dem Ruf aus der benachbarten Halle, wo sie Runden gelaufen sind, um sich aufzuwärmen. Alle setzen sich dann auf die Bank und warten. Der Trainer sagt, dass die Staatsmeisterschaften in 2 Wochen seien und er wird sauer, weil einer etwas Dummes sagt. Carmen sitzt hinter Reh und flicht ihr einen Fischgrätenzopf. Dass sie hier nicht beim Friseur seien, schimpft der Trainer weiter. Dann, nach einem Moment der Stille, in dem alle so leise geatmet haben, wie sie können, sagt er müsse von ihnen wissen, was sie wollen. Gewinnen natürlich. Der Trainer lässt die selbsternannten Weltraumritter auf der Fensterseite Aufstellung nehmen. Carmen und Reh lehnen sich an die Heizkörper. Die Heizkörper sind unter den Fenstern an der Wand angebracht. Die Mädchen drücken die Hände hinter ihrem Rücken an das warme Metall. Einer, der verrenkt seinen Hals, um aus dem Fenster nach oben in den grauen Himmel zu sehen. Ein Regentropfen fällt ihm entgegen. Reh fettet ihr künstliches Kniegelenk ein. Ihr wollt doch nicht, dass es quietscht, sagt sie und lacht. Die Jungs lachen auch und schütteln den Kopf, aber dann schauen sie sich an. Vielleicht wollen sie es doch hören, bloß um zu wissen, wie es klingt. Manchmal, wenn wir uns bewegen, knackt es in uns drinnen, sagen sie, Fingerknöchel, Nacken, Knie, aber nie quietscht es. Carmen hat sich schon an einer Bahn angehängt. Die Jungs sehen ganz genau hin, als Reh aufsteht und die paar Schritte zu der Kabelrolle macht. Sie glauben zu sehen, dass sie das linke Bein ein wenig nachzieht. Carmen und Reh gehen aufeinander zu, Maske unterm Arm. Sie testen die Waffen auf ihren E-Westen. Es summt. Auf 5 Treffer, bestimmt Reh. Sie zeigt Carmen die gespreizte Hand. Gut, sagt die, ich zähle. Reh weiß, dass, wenn sie beide fechten, Carmen immer so zählt, dass sie gewinnt. Der Trainer geht von Bahn zu Bahn. Das ist pures Chaos, ruft er Carmen und Reh zu. Sie stehen dicht beieinander, die langen Klingen haben sich verkeilt, sie bekommen sie nicht frei, ohne Raum freizugeben. Dann macht Reh 3 schnelle Schritte nach hinten, Carmen einen Ausfall in Rehs Trefferfläche. Die rote Lampe leuchtet auf. Carmen reißt sich die Maske vom Kopf. Ihre dunklen Haare kleben feucht an Stirn und Schläfen. Auch Reh nimmt die Maske ab. Die beiden verabschieden sich, geben sich die Hand. Carmen sagt über den Trainer, dass er wohl in letzter Zeit wieder sehr launisch sei. Reh stimmt ihr zu. Dreht sich um, lässt das Kabel in die Kabelrolle zurücksausen und ruft den Trainer. Er müsse ihre Waffen noch testen vor dem Turnier. Bei dem einen Florett lasse sich die Spitze schwer drücken. Möglicherweise müsse man die Feder innen austauschen. Der Trainer dreht sich auf dem Turnschuhabsatz um und brüllt, Herst, glaubt ihr immer, ich hätte nichts anderes zu tun, als in dieser Fechthalle zu sitzen und eure Sachen zu reparieren? Das mache ich in meiner Freizeit. Das bezahlt mir keiner. Ihr seid jetzt echt alt genug, um diesen Kram selbst zu erledigen. Das Blut ist in seinen Kopf geschossen. Reh weicht 2 Schritte zurück. Na, gib schon her, sagt der Trainer, nachdem er eine Zeit grimmig in die Runde geschaut hat und nimmt das Waffenbündel in die Hand. Reh liegt auf der Bank in der Fechthalle, am Rücken, die Beine aufgestellt. Es ist nach dem Training. Sie hat den Reißverschluss von Weste und Jacke geöffnet.
um besser atmen zu können. Carmen stellt sich neben sie hin und schaut auf sie drauf. Die Schutzbekleidung hat sie sich bereits ausgezogen. Ihr T-Shirt mit dem roten Coca-Cola-Schriftzug ist voller nasser Flecken. Reh lächelt sie an, streckt die Arme in die Höhe. Ich bin sehr froh, dass ich mich überwunden habe, wieder herzukommen. Ich bin echt glücklich gerade. Überwunden, wiederholt Carmen. Ja, es ist nicht immer alles so einfach, oder? Aber weil Carmen wieder so mitleidig schaut, klappt Reh den Mund zu. Sie sagt nicht mehr, für die Ärzte sei natürlich alles einfach gewesen. Das Bein, das tue ihnen wirklich sehr leid. Das Bein müsse ab, haben sie gesagt. Man habe leider zu spät erkannt und es sei nun nicht mehr zu retten. Aber sie waren auch erleichtert, dass ihnen kein junges Mädchen nun wegsterben würde. Die erste Zeit danach muss für dich sehr schwer gewesen sein, sagt Carmen. Reh schließt die Augen. Sie spürt, wie Carmen nach ihrer Hand greift und diese drückt. Nach dem Training stopfen alle ihre Sachen in ihren Spind. Jacke, Hose, E-Weste, Maske, Handschuh, Brustschutz, Unterziehweste, Strümpfe, Fechtschuhe. Die Luft ist verbraucht. Aus den Kästchen riecht es nach Verschwitzten. Der Schweiß der Jungs riecht unangenehmer als der Mädchen. Und Carmen erzählt Reh in der Umkleide, dass der Trainer dann wieder ganz gut drauf gewesen sei, dass er sie beide wieder seine Hasen genannt hätte. Und das täte er ja nur, wenn er gut drauf sei. Carmen lächelt. Reh wäscht sich die Hände. Im Spiegel sieht sie ihr sommersprossiges Gesicht und am Türrahmen vorbei in den Umkleideraum, in dem Carmen auf der Bank sitzt und sich die Schuhe bindet. Reh hält ein Lachen zurück. Na, ist er wer verliebt? Fragt sie, öffnet ihren Fischgrätenzopf und bürstet sich die Haare. Was für ein Blödsinn, sagt Carmen. Draußen ist es schon dämmerig. Es weht ein kühler Wind. Carmen und Reh atmen in tiefen Zügen die frische Luft ein. Ihre Körper fühlen sich müde an. Sie schleppen sich den Abgang hinauf. Der Trainer sitzt am Beginn des Abganges auf dem Geländer und schickt in den Abend. Ein Fuß auf Tartan, den anderen lässt er baumeln. Als Carmen und Reh Tschüss sagen und vorbeigehen wollen, fragt der Trainer, ob er Reh noch kurz allein sprechen könne. Die Mädchen bleiben stehen. Reh sieht den Trainer an, dann Carmen. Carmen zuckt mit den Schultern, dreht Reh und dem Trainer den Rücken zu und geht weiter. Kommst du morgen zum Training? Ruft Reh ihr hinterher, aber sie dreht sich nicht wieder um. Reh zuckt mit den Schultern und lacht heiser. Keine Ahnung, was mit ihr los ist. Reh will dem Blick des Trainers ausweichen. Du weißt, dass ich neugierig bin, sagt er. Der Schulwart mäht nicht mehr den Rasen. Die Kinder schreien nicht mehr im Park, aber es rascheln noch die trockenen Blätter dünner Bäume. Es fließt der Fluss in der Nähe. Auch wenn die Straßenlaternen bereits angegangen sind, liegt der Park als schwarze Masse neben den Sportplätzen. Die Straßenlaternen leuchten auf verlassene Wege. Rehs Handinnenflächen werden feucht. In ihr steigt eine Übelkeit auf. Der Rauch der Chick ekelt sie an. Sie presst die Lippen aufeinander. Sie weiß, was er fragen wird. Staphylococcus aureus wird sie darauf antworten, das klingt doch schön nach einem goldenen Insekt, einer Raupe, die zu einem Schmetterling werden wird und nicht nach etwas, das einem in die Vagina kriecht und sich in ein Material beißt, das in einem drinnen rot aufquillt, und das etwas mischt sich mit dem Blut und wird dann durch den Körper geschwemmt, vergiftet alles und man erkennt es erst, wenn alles zu spät ist und ein Bein ab muss. Der Trainer aber sieht Reh nur an mit hellen Augen und als er dann den Mund aufmacht, sagt er, bis morgen dann, und lächelt ihr zu. Vielen Dank. Es ist schön, die Geschichte auch zu hören,
die wir ja schon gelesen haben. Und ich bin überzeugt, dass die anderen Zuhörer das auch so empfinden. Vielen Dank also. Ich möchte Ihnen, Entschuldigung, weil mir kommt das Englische durch. Ich bin jetzt dieses Jahr 39 Jahre hier. Ich möchte den Flur eröffnen für Fragen und Kommentare. Christina, you want to moderate? Aber doch. Okay, Laura. Also erstmal danke für das Vorlesen. Ich fand das auch sehr schön, das live zu hören. Und beim Lesen der Geschichte habe ich mich gefragt, das ist eine sehr kurze Geschichte, aber ich finde, sie packt sehr, sehr viel interessante Einsichten. Also es wirkt alles sehr natürlich. Und ich glaube, wir haben uns alle gewundert, was war deine persönliche Inspiration, eine Kurzgeschichte über Disability zu schreiben? Weil wir haben auch noch eine weitere mit dem Schwimmbad gelesen, oder sie wurde uns geschickt. Und ja, es war einfach so ein Gedanke im Kurs. Ja, also ich denke, da kann ich eh schon relativ viel antworten. Eventuell kommt die Natürlichkeit generell von dieser Geschichte jetzt daher, ich beschreibe ja diese Fechthalle und also eben dieses Sportlerinnen-Szenario. Und ich selbst gehe halt fechten, seit ich 10 bin und bin habe in Salzburg, bin ich in die Schule gegangen, habe dort angefangen zu fechten und bin dann weggezogen nach Wien. Und aber ich bin ja quasi dort aufgewachsen und ich glaube, das ist immer so, wenn man in einem Verein ist, das ist ja ein bisschen wie eine Familie. Und habe also eben ein paar Jahre, nachdem ich schon nicht mehr dort gefochten habe, so eben diese Geschichte angefangen zu schreiben. Und daher die Lokalität, also die Örtlichkeit, ist tatsächlich genau die Fechthalle, die es in Salzburg gibt. Also wenn man die kennt, dann also erkennt man das gut in dem Text. Dann ist natürlich im Sport so und auch in der Zeit, in der ich dort war und oder generell, es kommen Verletzungen vor, also jetzt gerade vor allem auch eben sportbedingte Verletzungen. Zum Beispiel, und von manchen eben, ich glaube, es war damals auch eine im Verein, die eine Fußverletzung hatte, von der sie sich gar nicht mehr so in dem Sinn erholt hat. Also sie konnte dann eigentlich nicht mehr fechten. Also es war irgendwas mit den Bändern. Und also das war schon mal so der Aspekt, weil er wirklich auch für viele, die halt eben Sport machen und dann halt eben eine Verletzung ist ja, wie kommt man da halt eben zurück nach einer Verletzung? Das war für mich interessant. Und verbunden habe ich das Ganze mit einer Geschichte, die mich, glaube ich, zu der Zeit sehr beschäftigt hat. Und zwar von Lauren Wasser, einem, glaube ich, amerikanischen oder britischen Model, das durch das toxische Schocksyndrom, also was eben durch Tampongebrauch ausgelöst werden kann, ist sie mit einer Sepsis ins Krankenhaus eingeliefert worden und man musste ihr dann halt tatsächlich halt ein Bein abnehmen. Und genau, und dann ging es in dem Artikel, den ich da damals gelesen habe, eben auch darum, so jetzt ist ihre Karriere beendet. Und das war etwas, was ich überhaupt nicht verstanden habe. In dem Sinn, dass ich nicht verstanden habe, okay, warum kann dann, sobald, also halt, wenn es mit der Prothese funktioniert und so weiter, warum soll sie nicht ganz, sagen wir mal, normal halt auch auf dem Runway
oder wie auch immer weiterlaufen können. Also das, glaube ich, das sind jetzt schon mal ganz so die Aspekte, die mich dazu gebracht haben, diese Geschichte zu schreiben. Ja, ich glaube, es hat jetzt einige Fragen auch schon beantwortet, die wir hatten dazu mit zur Inspiration. Vielen Dank für die ausführliche Antwort. Wir hatten auch eine Frage zu dem Prozess, zu dem kreativen Prozess, wie das genau abläuft, wie gehst du so eine Geschichte ran? Hast du da irgendwie ein Muster oder ist es immer unterschiedlich? Hast du ein Thema, worüber du schreiben möchtest oder wie genau läuft sowas ab bei dir? Das hat uns interessiert. Ich glaube tatsächlich, also ich glaube auch die Geschichte ist ein ganz gutes Beispiel, weil viele meiner Geschichten, da kommen mehrere Dinge zusammen. Also ich verknüpfe gern Dinge und das ist halt oft ist es etwas, was mir nicht sofort einfällt zum Teil. Also dann weiß ich zum Beispiel, ich will eine Geschichte schreiben. Jetzt weiß ich nicht, irgendein Setting fällt mir ein und danach kommen so nach und nach noch mehr Teile dazu, die ich dann noch reingeben kann, damit es halt irgendwie so ein vollständiger Text wirkt. Also im Endeffekt ist es ein bisschen wie ein Rezept, wo man so laute Zutaten braucht und von denen ich aber noch nicht alle Zutaten von vornherein weiß. Und dann gehe ich so durchs Leben und dann plötzlich fällt mir was ein und dann weiß ich, okay, das ist das, was ich jetzt noch brauche für die Geschichte. Michael? Danke. Ja, um auf die Rezeptmetapher einzugehen, was uns aufgefallen ist, dass sie sich überhaupt fast gar nicht an der gängigen Rezeptmischung von Darstellungen von Menschen mit Behinderungen gehalten haben. Uns ist aufgefallen, dass die Person mit Behinderung eine eigene Stimme hat, dass sie sich sehr, sehr stark mit dem Zwang, die Behinderung zu erklären, auseinandersetzt und diese abwehrt, dass die Geschichten offene Enden haben, dass die nicht abgeschlossen werden. Also ich glaube, uns hat es überrascht, aber auch wahnsinnig positiv überrascht, dass das einfach sehr anders ist als viele, viele der anderen Texte, die wir gelesen haben. Wie kommt das zustande? Also, wie ich vorher schon sagte, ich glaube, also ich habe mich jetzt nicht also ich will auf jeden Fall nicht von mir behaupten, dass ich sehr so auf dem neuesten Stand bin oder halt so sehr, oder ich würde mir jetzt auch nicht zutrauen, also ich bin jetzt keine Spezialistin, das will ich damit sagen. Ich glaube, ich kann einfach nur versuchen, Geschichten zu schreiben, wo ja, ich habe ein bisschen so das Gefühl gehabt, so wie ich es vorher schon erklärt hatte, dass ich als Person jetzt ohne Behinderung einfach nicht verstehe, warum jetzt eben zum Beispiel dieses Model, warum das jetzt ein Problem ist. Und mir war in dem Text wichtig, ich wollte nicht, ich glaube, dass also es geht ja hier quasi um einen Unfall oder halt um eine Person, der etwas passiert ist und die daraufhin eine Gliedmaße verloren hat. Ich stelle mir vor, dass das auf jeden Fall schwierig ist. Also für diese Person Reh habe ich mir vorgestellt, die ist sicher am Anfang muss sie halt auch erstmal zurechtkommen, dass sie halt jetzt quasi nur mal ein Bein hat und das muss auch niemand von einem Tag auf den anderen verarbeiten, gut finden
und so weiter. Aber ich wollte in dem Text quasi die von der Reh schreiben, die wieder stark ist und die wieder den Sport machen will, den sie davor gemacht hat. Ich habe das Gefühl, wir haben sie verloren. Ist das richtig? Tut mir leid, da sehen wir auch den Nachteil dieser Technologie. Mal gucken, ob das wieder wird. Haben wir sie ganz verloren? Ja. Ja. Tja, können wir wenig machen. Regan, do you want to send her? Oh, there she is again. Okay, die kleinen technischen Schwierigkeiten. Ja, komm vor. Ja, was ich noch sagen wollte, ich denke, dass auch die Leute im Verein auch eine Zeit brauchen. Und das ist, glaube ich, auch wie in meinem anderen Text mit dem Schwimmbad, dass es da halt um Freundschaft geht, auch auf eine Art und Weise. Ja, Dora. Vielen Dank. Ich habe eine Frage, die so ein bisschen auch mit der Antwort zusammenhängt, die Sie gerade gegeben haben. Und zwar haben Sie uns ja schon erzählt, dass Sie in den Geschichten teilweise persönliche Erfahrungen verarbeiten oder zumindest als Inspiration dienen. Und ich wollte fragen, ob Sie vielleicht auch irgendwie ein weitgreifenderes Ziel, ein gesellschaftliches Ziel oder so verfolgen mit Ihren Geschichten. Ja, also ich sehe schon so, beziehungsweise es macht mir in gewisser Weise Spaß, mich mit aktuellen Themen, sofern ich mich da in der Lage fühle, mich damit auseinanderzusetzen. Also ja, meine jetzt gerade vor allem auch Kurzgeschichten, aber natürlich auch der Roman, den ich gemacht habe. Ich versuche schon versuche schon gesellschaftskritisch oder gesellschaftspolitische Themen zu beschreiben. Genau, halt eben durch wirklich eigentlich Fiktion. Also es stimmt schon. Ich glaube natürlich dadurch, dass ich ja nicht in einem Vakuum lebe, nehme ich ja immer irgendwelche Eindrücke auf, bewege mich in einem gewissen Umfeld und so weiter. Und ich glaube, das ist auch notwendig oder meine eigenen Erfahrungen, Erlebnisse sind auch notwendig, um Figuren plastisch darstellen zu können. Aber die Geschichten, die ich erzähle, sind dann schon in dem Sinn fiktiv oder wollen für etwas einstehen. Laura, hast du deine Frage noch oder nicht? Ja, die hat mehr auch an die vorletzte Antwort angeknüpft. Zum einen, dass natürlich die Protagonistin Zeit braucht, sich mit ihrer neuen Prothese, ihrem neuen Leben ja quasi zu arrangieren, aber dass es genauso auf ihre Freunde und die Leute im Fechten zutrifft. Und mir kam das beim Lesen, wir haben vorhin auch ein bisschen den Charakter von Carmen diskutiert, beziehungsweise auch den Trainer, dass er neugierig ist. Und mir persönlich ist aufgefallen, dass in meinem Empfinden, auch als jemand, der keine Erfahrung mit Behinderung hat, hatte ich trotzdem das Gefühl, die Jungs behandeln mehr
eben ohne dieses Mitleid, was Carmen hat. Also dieses einfach quasi wie normal. Man stellt Fragen, so ja, wie ist das? Und das ist in so einem sehr interessanten Spannungsverhältnis zwischen die Person ganz normal behandeln, also ohne extra Mitleid und gleichzeitig aber auch Interesse zeigen und Anteil nehmen daran, was ihr passiert ist. Gab es da vielleicht, ich weiß, das ist 2017 entstanden, aber erinnern Sie sich vielleicht noch an, gab es da gewisse Ideen vielleicht dazu, auch das darzustellen, oder war das einfach Zufall, habe ich das nur so rein interpretiert, aber was ist die Meinung dazu? Ja, also ich denke mal, das macht schon Sinn. Also halt für mich, ich wusste, dass ich halt eben Carmen, also die Freundin und dem gegenüber halt die Jungs auftreten lasse. Ich glaube tatsächlich, dass eigentlich Carmen das schwerste Los dann in dem Sinn in der Geschichte hat, weil sie einfach quasi wie so die beste Freundin ist in diesem Verein. Und ich glaube, dass die beste Freundin oder da, ich glaube, wenn man so noch näher dran ist, hat man es wahrscheinlich immer schwieriger, damit nochmal umzugehen, als wenn man jetzt nicht ganz so nah ist. Aber im Grunde genommen ja, also halt im Grunde genommen, wie man es im Text auch irgendwie merkt, will Reh halt eben dann gar nicht so das Mitleid von Carmen. Und genau, ich weiß jetzt nicht, ich habe, ja, also halt wie du oder sie meinen. Ich denke mal, dass da wahrscheinlich die Jungs einfach die bessere Distanz haben und nachfragen, ohne zu viel Gefühle dafür aufbringen zu müssen. Frau Strauß? Hi. Ja, ganz kurze Frage. Ich schreibe auch und hier in Nordamerika gibt es jetzt diese Bewegung zu, ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt oder ob es einen deutschen Begriff gibt. Kennen Sie den Begriff Sensitivity Reader? Also halt so eine Art von Redakteur, der sich auf ein bestimmtes Thema spezialisiert, zum Beispiel Behinderung. Also wenn der Schriftsteller nicht behindert ist und über eine Behinderung schreibt, zum Beispiel, dass dieses Sensitivity Reader das nochmal durchliest, um zu sagen, ja, hier ist nicht ganz richtig, hier ist nicht ganz richtig, hier sollten Sie vielleicht das ändern. Sowas halt. Hier wird es ziemlich stark vorgeschlagen, dass Schriftsteller einen Sensitivity Reader engagieren, um Beleidigungen zu vermeiden. Ist das auch so jetzt im deutschsprachigen Raum der Literatur oder ist das noch nicht wirklich dort? Ich glaube, das ist jetzt soweit das erste Mal, dass ich so diesen Begriff höre. Also es kann sein, dass es noch nicht so präsent ist. Allerdings würde ich denke mal, wenn ich jetzt tatsächlich ein Buch schreiben würde über Reh oder über eine Person mit Behinderung, dann glaube ich, würde ich allein von meiner Sicht aus schon schauen, dass das irgendwie noch abgeglichen wird. Also ich glaube, dass das schon grundsätzlich Sinn macht. Also halt, dass wenn man sagt, man nimmt so ein Projekt in Angriff, dass das quasi mit dem einhergehen sollte. Ja. Beate, gibt es da noch eine Frage? Ich habe vorhin eine Hand gesehen. Ja, also ich möchte jetzt nicht sagen, die Geschichte war eigentlich ganz interessant und ich möchte auch an Michael anknüpfen, der sagte, es hatte so den Eindruck, dass es irgendwie open-ended ist. Ja, so und meine Frage eigentlich, einiges wurde schon beantwortet, was ich fragen wollte, aber die Frage ist, man könnte ja
den Charakter der Carmen nochmal aufgreifen, denn ich habe, also so wie ich das verstanden habe, hatte die Carmen mit der Reh vorher ein Problem bei einem Wettkampf, als sie noch ihre intakten Beine hatte, und die Carmen hat das nicht ganz richtig, nicht ganz sportlich betrachtet, dass sie verloren hat. Und ich würde meinen, das könnte man als einen ganz interessanten Angriffspunkt nehmen, wie sie sich jetzt verhält, ob sie nun aus Mitleid darüber wegsieht und das alles vergisst, oder ob sie eine andere Herausforderung mit Reh annehmen würde, kämpfen, fechten, aber vielleicht Angst hat, jetzt ist sie ja behindert, das ist vielleicht nicht ganz fair. Denn ich glaube, das ist für mich, was so vollkommen offen ist in dieser kurzen Geschichte. Das hat ja viel mehr Implikationen, right? Wie die Jungs mit ihr umgehen, wie die Mädchen, wie der Trainer. Natürlich sportlich möchte ihr eine Chance geben, aber das im Detail können da viel, viel mehr Probleme auch auftauchen. Und man könnte ja das fortsetzen, noch mehr eine andere Geschichte dranhängen oder einen anderen Blickwinkel sehen. Ich weiß nicht, wie die anderen das sehen. Also ich fand, Carmen ist hier ein bisschen so das Konfliktpotenzial, auf das man durchaus weiter eingehen könnte. Ja, also das stimmt. Wahrscheinlich ist Carmen dann ja trotz dem Mitleid und trotzdem will sie ja immer noch gewinnen, glaube ich. Und wahrscheinlich wird sie sich denken, jetzt will sie erst recht gewinnen. Also ja, also schon problematisch. Ja. Nur um kurz zu kommentieren, wir haben das auch so gelesen, dass da Konfliktpotenzial ist, denn Carmen betrügt ja weiter beim Punktezählen. Und die Frage ist jetzt, sieht sie eine Chance, um die Nummer 1, Reh, von ihrem Podest zu stoßen und diese Position selber einzunehmen? Ja, ja, das hatten wir auch kommentiert. Ich weiß es nicht, wer zuerst war. Ich einfach mal Kai. Ja, oh mein Gott. Also ich habe eine Frage über die geschriebene Teil von der Geschichte. So, warum ist die Dialog in kursiv gemacht? So, und sehr integrated mit dem Rest. Ich denke, das war ein sehr interessanten Wahl, und es geht mit dem Gefühl, dass es ist sehr es ist ein normaler Tag in meinem Leben, aber ich möchte wissen, warum warum ist es in Kursiv und nicht mit Quotation Marks. Also ich hoffe jetzt, dass da die Antwort nicht enttäuscht, aber ich kann schon mal voraussagen, dass ihr alle ja dann relativ wenig über das Layout dieses Textes eigentlich wisst, weil der ist jetzt da so schön halt veröffentlicht worden in Spalten, aber tatsächlich musste ich für diesen Wettbewerb 20 Seiten einreichen und ich habe noch nie vorher geschafft, so viel zu schreiben. Der Text ist auch nicht 20 Seiten lang, aber ich habe nach jedem Absatz einen Seitenumbruch gehabt. Also man muss sich vorstellen, dass halt immer wirklich nur diese kurzen Absätze jeweils auf einer Seite DIN A4 stehen. Und ich glaube, dann ist so ein bisschen, weiß ich nicht, dass das kursiv gesetzt ist. Also dann ist es so fließender, dass es halt eben so eben diese Anführungsstriche nicht gibt, die dann da quasi so rausreißen, sondern dass das so eine Einheit ist irgendwie.
Okay, Anne? Ja, ich hätte eine allgemeine Frage, wie Sie zum schriftstellerischen Schreiben im Allgemeinen stehen, ob das für Sie eher nur ein kreatives Schaffen ist oder ob Sie da auch eine gewisse Verantwortung sehen mit den Texten, die Sie veröffentlichen. Ja, also so wie ich es vorher schon gesagt habe. Also ich schreibe wirklich sehr gern über eben gesellschaftspolitische Themen. Ich habe auch, also ich glaube, es ist wahrscheinlich so meine Art oder so mein Versuch, sich auch mit irgendwelchen Themen auseinanderzusetzen, auch wenn ich mir denke, aus dieser oder das ist eine interessante Perspektive, die habe ich jetzt auch noch nicht so gelesen und ich könnte mir aber gut vorstellen, da eine Geschichte zu machen. Genau. Also ich glaube, also bei mir generell hatte Schreiben so angefangen, dass ich immer sehr viel Spaß daran hatte, Geschichten zu erfinden. Und ja, und ich glaube jetzt so mit dem Älterwerden, es gibt einfach so viel Vielfalt, so viel vielfältige Figuren. Also ich bin eine sehr figurenbezogene Autorin, über die ich halt einfach gerne schreiben möchte. Noch andere Fragen, Kommentare? Ich hätte eine anschließende Frage und Ihr Studium hat mich überrascht. Das ist man von Autorinnen nicht gewöhnt, dass solche unterschiedlichen Bereiche zusammenkommen. Und besonders im Hinblick auf das Konzept der Prothese habe ich mich gefragt, ob das bei Ihnen ein bisschen zusammenfließt. Denn wir haben mit ein paar von Grimms Märchen angefangen und auch mit der medizinischen Geschichte der Prothese und wie Prothesen sehr, sehr schnell positioniert wurden als die medizinische Antwort auf Behinderung, die nicht nur den Originalzustand herstellt, sondern die auch auf Cyborg hingehend den Ursprungszustand sogar verbessert. Und dieses Gefühl hatten wir auch beim Anfang ihrer Kurzgeschichte hier, als es um diese Weltraumfahrer geht, als es um diese ganz genaue Beschreibung der technischen Aspekte geht, die dann schon fast fließend wird. Es ist ein fließender Übergang von Res Prothese, also von diesen ganzen technologischen Aspekten des Fechtens zu Res Prothese. Spielt das mit rein bei Ihnen, Ihre Ausbildung, Ihr Studium, das Berufliche in Ihr Schriftstellerisches? Also tatsächlich hatte ich mir das anders vorgestellt. Ich dachte, ich studiere Maschinenbau und bin dann Profi in Technik und kann dann nur technische Geschichten schreiben. Und das habe ich bisher eigentlich gar nicht wirklich. Aber das stimmt, die Prothese, ich kann mich erinnern. Das kann sein, dass halt eben auch mit der Prothese, dass da auch irgendwas im Studium gerade war, weil ich habe im Master tatsächlich 2 oder Biomedical Engineering Fachgebiete mir gewählt, habe allerdings immer noch nichts mit Prothesen zu tun. Genau, und die Beschreibung der Fechthalle oder des technischen Ablaufes, das, ja, nachdem ich das kenne und nachdem ich der Leserin, dem Leser vermitteln wollte, wie das so ist, musste das auch vorkommen. Und ich denke, dass
also jetzt natürlich ist es schwierig, so nachvollziehen zu können, was ich mir da damals gedacht habe, aber ich denke mal, wie soll dieser Text anders anfangen? Also mir ist klar, ich möchte einen Text über diese Fechterin mit Prothese schreiben, also muss es in diesem ersten Absatz um Fechter gehen und die Prothese auch. Und genau, und so ist es dann halt eben auch entstanden. Und genau, halt eben die Weltraumritter, also halt so dieses Kosmische. Danke. All right. Any last questions, comments? Up to you. Wir haben ja eine einmalige Möglichkeit. Angela, du hast dich gerade eingeschaltet. Kommentar? Wir können dich nicht hören. Es tut mir leid, ich kam spät und ich konnte jetzt den Anfang habe ich leider nicht mitgekriegt, aber was mir an dieser Geschichte wunderbar gefallen hat, war die Bildhaftigkeit. Also überhaupt diese Vorstellung der Weltraumritter und die Vergleiche. Und das ist das, was die Kreativität und auch die Kraft der Geschichte, also nicht nur die anderen Elemente auch, also die Subtilität und die Offenheit, also sind ganz viele verschiedene Dinge, aber ich weiß nicht, ob Sie da schon drüber geredet hatten, wie Sie auf diese Bilder gekommen sind. Ja, ich glaube halt eben zum einen ist, dass ich natürlich auch immer hoffe, in Österreich ist das Fechten jetzt nicht so groß und nicht besonders viele Leute wissen, was das überhaupt ist und die glauben dann gleich, man ist in einer rechten Verbindung. Und deshalb wollte ich davon halt eben auch viel erzählen, halt eben vom Fechten und jetzt auch nicht irgendwie beschönigen, aber halt eben ja, halt irgendwie so daraus irgendwie so einen besonderen Kosmos halt eben zu schaffen, eben diese Fechthalle zu beschreiben, wie ich ja schon gesagt habe, die ich aus meiner Jugendzeit kenne, also halt eben die Fechthalle, die gibt es so gut wie 1:1. Und tatsächlich kann ich mich schon gar nicht mehr so gut an die Fechthalle mittlerweile erinnern, dass ich durch das Lesen des Textes jetzt wieder sie besser vor Augen sehe oder ich habe mich selbst überrascht eigentlich. Genau, und ja, und halt eben so so für eben diese Kürze des Textes einfach dieses Figurenpersonal eines Vereins irgendwie auch gut unterzubekommen. Dadurch hat sich dann eben das so ergeben, dass das eben so einen ganz eigenen Kosmos und Atmosphäre hat. Dankeschön. Ja, also kommen wir dann langsam zu Ende. Ich wollte Ihnen, Frau Spannager, ganz ehrlich aus meiner Perspektive nochmal ein sehr hohes Lob aussprechen. Wir haben uns jetzt 11 Wochen lang intensiv mit Literatur auseinandergesetzt, die Behinderung als Zentrum hat. Und ich bin froh, dass Ihre Geschichten zum Ende kamen, denn ob jetzt gewollt oder nicht gewollt, entkommen sie vielen, den meisten eigentlich, dieser ganz typischen Tropen. Also dass sie ihre Charaktere im sozialen Umfeld darstellen, dass sie zeigen, wie diese Menschen mit Behinderungen feste Freundschaften haben, wie Behinderung nicht das einzige
Merkmal ihrer Identität ist. Das sind alles Aspekte in der Geschichte. Moment, was ist jetzt der genaue Titel? Das Schwimmbad befüllen. Wissen wir überhaupt nicht, was die erste Krankheit eigentlich ist? Wir wissen nur von dem Unfall. Dass diese Sachen nicht dem Erklärungszwang unterliegen, das sind alles Sachen, die wir überhaupt noch nicht gefunden hatten bisher. Am Ende war das schon fast wie auf Englisch. Vielleicht, das war schon fast wie abhaken. Hier der eine Mythos, hier der nächste Mythos, hier das dritte Stereotyp. Das war schon fast ermüdend und sie umgehen die alle. Ist natürlich, die Problematik haben wir schon öfter angesprochen, auch im Seminar, dieses Schlagwort im Englischen not about us, without us, das auch Laurie angesprochen hatte, dass die Lived Experience, das Gelebte mit rein muss, die tatsächliche Erfahrung. Und ich fand, das umschifften sie sehr, sehr gut eigentlich, ja. Denn wir sehen viel Innensicht. Die Person mit Behinderung kommt selber zum Wort. Sie steht als Protagonist im Zentrum, während sie oft nur zur Seite geschoben werden, wenn sie als Metapher für irgendwas anderes benutzt werden, für eine soziale Ungerechtigkeit oder sonst was. Bei ihnen stehen die Personen tatsächlich im normalen Leben und sind Teil der Normalität, und das ist ja auch ein großer Anspruch der Literatur und auch der Critical Disability Studies, diese Ausgrenzung auszuhebeln. Also nochmal kurz, fand ich persönlich wirklich, wirklich, wirklich toll gemacht. Und die Geschichten haben mich frustriert, weil sie bei der Lesererwartung nicht erfüllt haben. Aber sie haben mich auch unheimlich angeregt, und ich danke Ihnen dafür, ganz ehrlich. Und als Austriazist bin ich besonders froh, dass wir dieses nochmal mit einer österreichischen Autorin zu Ende führen konnten. Ja, es sind ja auch österreichische tatsächlich Ausdrücke in dem Text drin. Ja. Also ja, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein konnte und den Text lesen konnte und darüber sprechen konnte. Ich kann jetzt nur noch einmal eins sagen. Also ja, mir ist wichtig, ich schreibe sehr gern über gerade starke weibliche Figuren. Das ist mir irgendwie sehr wichtig. Aber natürlich finde ich grundsätzlich oder finde ich es auch am besten, wenn tatsächlich betroffene Personen Texte schreiben, Texte veröffentlichen, ich Texte lesen kann. Das ist das Beste überhaupt. Also ganz vielfältige Texte einfach. Gut. Dann bedanke ich mich nochmal, auch bei allen, die hier teilgenommen haben. War wirklich prima. Ich wünsche Ihnen alles Gute für Ihre Masterarbeit. Wir haben hier ein Programm, der Master in Intercultural German Studies, der Studierende aus Mannheim und Studierende aus Kanada zusammenbringt. Unsere Kanadier verbringen ein Jahr in Deutschland, die unsere Mannheimer verbringen ein Jahr hier. Und diese Studierenden gehen jetzt dann langsam in ihre Masterarbeiten, können also, glaube ich, diese Qual dann ganz gut nachvollziehen. Also toi, 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 alles Gute und nochmal vielen Dank.